Hello students, hello everyone, and welcome to my channel, The Audiovisual Zine. My name's Aidan O'Rourke. This is a new version of a video from 2019 with extra airport scenes from 2020. It's now in my AVZ channel format with text on screen, bilingual subtitles, and for my students there's a PDF file with the script, vocab and follow-up exercises. There are two versions, one in English, one in German. Dies ist die deutsche Version. And do you know what this strange looking thing is called in German? Watch and find out. We see some chilling scenes of the airport during lockdown, and we look back at some of the airlines and aircraft that are sadly no longer in our skies. So let's go now to the starting point. Wir fahren mit dem Fahrrad um den Flughafen Manchester herum, und zwar mit einem E-Bike. Unser Startpunkt befindet sich 1 Meile oder 1,6 Kilometer östlich des Flughafens. Unterwegs halten wir an Orten, wo man die Flugzeuge ansehen, fotografieren oder filmen kann. Jetzt stehen wir direkt unter dem Anflug auf die Start- und Landebahn 23 right, 05 left. Diese Häuser wurden wegen Sicherheitsvorschriften abgerissen. So sieht es heutzutage aus. Der Name Shadow Moss Road erinnert mich an den Shadow Moss Road Flugzeugabsturz von 1957. Manchesters vergessene Luftkatastrophe. Heute gibt es am Flughafen Manchester jeden Tag ungefähr 500 Flugbewegungen. Die Sicherheitsstandards sind sehr hoch. Die Flugzeuge landen aus dem Nordosten und starten in Richtung Südwesten. Bei Ostwind starten sie in Richtung Nordosten. Das Airport Hotel ist ein Pub mit einem Garten, wo man die Flugzeuge beim Starten beobachten kann. Hier ist mein Foto einer A320 der Aer Lingus, die ich 2007 aufgenommen habe. Mit dem iPhone können wir durch den Zaun die Flugzeuge fotografieren und filmen. Fast ein Jahr später, am Sonntag, dem 2. Mai 2020. Keine Passagiere, geparkte Flugzeuge, ein stiller Flughafen. Nun zurück zum Mai 2019. Bitte beachten Sie, dass in Terminal 3 die Drop-Off-Area kostenpflichtig ist. Und jetzt wieder 12 Monate später. Terminal 3 war geschlossen. Es herrschte eine unheimliche Stille. Zurück zu 2019. Dieses Gebäude stammt aus 1962, als ein neues Terminal gebaut wurde. Die Fluglotsen zogen 2013 in einen neuen Tower. Ich habe als Kind den Flughafen besucht. Die schönen Aussichtsterrassen wurden in den 70er Jahren geschlossen. Nach der Uni habe ich am Flughafen Manchester gearbeitet, und zwar am Informationsschalter. Es war ein spannender Job. Im Laufe der Jahre wurde das Terminal erweitert. Die Architektur des Radisson Blu Hotel passt sehr gut in einen Flughafen. Die Business Class Lounge bietet eine großartige Aussicht über das Vorfeld. Hinter der Hecke steht eine Boeing 787 Dreamliner der Ethiopian Airlines. Das ist The Station, die von Zügen, Straßenbahnen und Bussen genutzt wird. Im Skylink gibt es Fahrsteige, die nicht immer funktionieren. Das Parken ist am Flughafen Manchester ziemlich teuer.
Am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen, beziehungsweise die kostenlose Drop-off-Area nutzen. Das Terminal 2 wird ausgebaut. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Als ich hier arbeitete, gab es nur leere Felder hier. Direkt neben dem Flughafen befindet sich ein altes Fachwerkhaus. Auf dem Weg zum Cargo Center habe ich dieses handgemachte Straßenschild gesehen. Slow Slippy Bend. Slippery heißt im Manchester-Dialekt Slippy. Wir sind am World Freight Terminal. Das ist der neue Tower. Der Romper Pub ist unter dem Flughafenpersonal sehr beliebt. Der Flughafen wurde nach dem benachbarten Dorf Ringway benannt. Es ist komisch, dass der uralte Name Ringway wie das moderne Wort Runway klingt. Am Runway Visitor Park kann man die Flugzeuge ansehen. Der Eintritt ist für Radfahrer und Fußgänger kostenlos. Die größte Attraktion hier ist die Concorde. Man kann eine Concorde-Tour auf der Website buchen. Hier ist mein Foto der Concorde am 22. Oktober 2003 nach ihrem letzten Flug. An Sonntagen kommen Familien hierher. Über dem Lautsprecher gibt es sogar einen laufenden Kommentar. Wir fahren jetzt weiter die A538 entlang und passieren eine nagelneue Tankstelle. Mein erstes Auto war ein Triumph Spitfire. An genau dieser Stelle ging mir einmal das Benzin aus. Wir befinden uns zwischen den beiden Tunneln. Der neue Tunnel verläuft unter der zweiten Start- und Landebahn. 23 left, 05 right. An diesem Kreisverkehr biegen wir links ab. Vor 20 Jahren protestierten Umweltaktivisten in den Bäumen und unter der Erde gegen den Bau der zweiten Start- und Landebahn. Wir können durch das Grundstück Style des National Trust weiterfahren. Der Flughafen liegt direkt hinter den Bäumen. Wir rollen auf dem Schotterweg am südlichen Rand des Flughafens entlang. Hier können wir anhalten und von einem kleinen Hügel aus die Flugzeuge beobachten. Hier einige Archivfotos. Die BMI A330. BMI hat 2019 den Flugbetrieb eingestellt. Hier eine American Airlines Boeing 767 in der alten Lackierung. Und das ist die neue Lackierung. Thomas Cook Airlines ging im September 2019 in Konkurs. Majestätisch rollt die Queen of the Skies, die Königin der Lüfte, zur Startbahn. Virgin Atlantic hat im Mai 2020 ihre letzten Boeing 747 ausgeflottet. Die Emirates Airbus A380 ist eine große Attraktion. Dieser Bereich ist nicht offiziell als Spotter Point vom National Trust genehmigt. Hier führt die Altrincham Road weiter in Richtung Osten. Auf beiden Seiten sind Häuser und Bauernhöfe. Und hier beim Sonnenuntergang finden wir eine Pferdekoppel. Der Flughafen liegt direkt dahinter. Der Akku hat noch Strom, also fahren wir weiter. Hier links sehen wir die Flugzeugattrappe der Flughafenfeuerwehr. Am Ende dieser Straße biegen wir links in die Style Road ab
Und bald sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt. Wir haben eine Strecke von 7,2 Meilen oder 12 Kilometern zurückgelegt. Das Video wurde mit dem iPhone aufgenommen und bearbeitet. Ich habe auch eine Panasonic TZ70 verwendet. Zum Schluss ein Sonnenuntergang über der A555, den ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Leider ist mein E-Bike kaputt gegangen und ich musste es in Rente schicken. Aber ich habe ein neues Fahrrad, ein Brompton B75. Es ist fantastisch. Also, welchen Effekt wird die Corona-Krise haben auf die Luftfahrtindustrie? Das ist schwer zu sagen. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und Lesen und bis bald.